Avus 100, ein rasantes Jahrhundert. Vielleicht habt ihr schon darüber gelesen oder etwas davon gehört. Wir widmen der legendären Berliner Strecke zum 100. Geburtstag eine eigene Sonderausstellung. Und diese Sonderausstellung hat es in sich. Wir haben viele tolle Exponate. Einige davon schauen wir uns heute mal genauer an. Das hier ist eins meiner absoluten Lieblingsautos in der Avus-Ausstellung. Das ist ein Veritas Meteor Stromlinie. Die Firma Veritas wurde 1946 von ehemaligen BMW-Mitarbeitern gegründet. 1950 war aber leider schon wieder Schluss. Trotzdem, in der kurzen Zeit entstanden ungefähr 1 Dutzend Monoposto-Rennwagen und 30 bis 40 Veritas RS Sportwagen. Und insgesamt 13 deutsche Meistertitel gingen an Veritas-Fahrer. 2 davon an Karl Kling 1948 und 1949. Und eben dieser Karl Kling bestellte 1950 bei Veritas einen Monoposto-Rennwagen und ließ ihn bei der Firma Heppmüller in Wülfrath mit einer aerodynamischen Aluminiumkarosserie versehen. Einige Jahre später verkaufte er den Wagen an seinen Rennfahrerkollegen Hans Klenk. Und Hans Klenk fuhr mit diesem Auto 1953 und 1954 auf den 2. Platz beim Avus-Rennen. Wie bei fast allen Veritas-Modellen stammt der Motor vom Vorkriegs-BMW 328. 2 Liter Hubraum waren gut für ungefähr 160 PS. Damit erreicht das 560 Kilo schwere Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Ich bin mit Autos aus den 1980er und 90er Jahren aufgewachsen. Dementsprechend bin ich auch ein Fan von DTM-Autos aus den frühen 90er Jahren. Ganz besonders von dem hier. Das ist der Dienstwagen von Roland Asch aus der Saison 1993. Mit dem Auto hat er auf der Avus gewonnen. Das hier ist ein Mercedes 190e Klasse 1. Das ist die letzte und brutalste Ausbaustufe des 190 2,5 Liter 16V Evolution, bevor 1994 dann die C-Klasse eingesetzt wurde in der DTM. Der Wagen hat 375 PS und das reicht für knapp 300 km/h Spitze. Ein weiteres Lieblingsobjekt von mir in unserer neuen Sonderausstellung ist dieser kleine unscheinbare Stein. Wenn dieser Stein sprechen könnte, er hätte so einiges zu erzählen. Das ist nämlich ein Stein der legendären Steilkurve der Avus, der Nordkurve oder auch der Mordkurve, wie sie genannt wurde. Denn diese Kurve hatte es in sich. 1937 wurde sie eingeweiht und sie machte die Avus zur schnellsten Strecke der Welt, aber auch zur gefährlichsten. In der Steilkurve kam es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Insbesondere bei Regen war die Kurve nahezu unbeherrschbar. 1964 kam es zum letzten tödlichen Unfall in der Kurve. Einige Zeit später wurde die Kurve dann abgerissen, aber nicht nur, weil sie zu gefährlich war, sondern man brauchte auch Platz für das Autobahndreieck am Funkturm. Ihr merkt schon, in unserer neuen Sonderausstellung gibt es viel zu sehen. Avus, ein rasantes Jahrhundert, läuft noch bis Ende April 2022. Also kommt vorbei, überzeugt euch selber. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.